Hallo Kreuzfahrtfreunde! Willkommen zurück auf unserem Kanal. Eine der am häufigsten gestellten Fragen ist, ob Sie eine Innenkabine oder eine Außen- oder Balkonkabine buchen sollten. In dieser Folge möchten wir Ihnen alle Informationen geben, die Ihnen helfen sollen, diese Frage zu beantworten. Wir werden Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Arten von Kreuzfahrtschiffskabinen geben. Wir werden hier die Vor- und Nachteile auflisten und geben Ihnen eine Empfehlung, ob Sie eine Innen-, Außen- oder Balkonkabine buchen sollten. Am Ende werden wir Ihnen auch unsere persönliche Bewertung und Entscheidung für unseren Kabinentyp vorstellen. Fangen wir also an. Es gibt 5 Haupttypen von Kreuzfahrtschiffskabinen. Innenkabine, ohne Fenster, ohne Balkon. Außenkabine. Hat ein Fenster. Balkonkabine. Hat einen Balkon. Suite. Eine größere Kabine mit separatem Wohn- und Schlafbereich. Yachtclub Suite. Eine größere Kabine mit separatem Wohn- und Schlafbereich. Die letzten 4, Außenkabinen, Balkonkabinen, Suiten und Yachtclub sind im Allgemeinen alle Außenkabinen, da sie sich in der Regel an der Außenseite des Schiffes befinden. Die Innenkabinen befinden sich dagegen im Inneren des Schiffes. Eine Innenkabine befindet sich in der Mitte des Schiffes und hat keine Fenster oder einen Balkon nach außen. Innenkabinen bieten kein natürliches Licht und sind daher billiger als die anderen. Je nach Breite des Schiffes gibt es auf jedem Deck 2 Reihen von Außenkabinen und mehrere Innenkabinen in der Mitte. Je größer das Schiff ist, desto mehr Innenkabinen gibt es. Kleine, luxuriöse Schiffe haben manchmal überhaupt keine Innenkabinen. Auch auf Flusskreuzfahrtschiffen gibt es keine Innenkabinen, da sie nicht breit genug sind, um sie unterzubringen. Eine häufige Frage ist, ob es auf Kreuzfahrtschiffen auch Familienzimmer gibt. Die meisten Kreuzfahrtschiffkabinen bieten Platz für bis zu 4 Personen. Sie haben in der Regel entweder ein Doppel- oder 2 Einzelbetten und dann ein Zusatzbett, das entweder ein Sofa oder ein Etagenbett ist, das von der Decke heruntergezogen werden kann. Diese sind auch als Pullman-Betten bekannt, nach dem Erfinder George Pullman. Eine Alternative, wenn Sie 2 getrennte Schlafzimmer suchen, könnte eine Verbindungskabine sein, also 2 Kabinen mit einer Tür dazwischen, oder eine Familiensuite, große Unterkunft mit einem Schlafzimmer für die Erwachsenen und entweder einem zweiten Schlafzimmer oder einem Schlafsofa im Wohnbereich für die Kinder. Doch schauen wir uns die 3 wichtigsten Kabinentypen einmal genauer an. Die Innenkabine, die Außenkabine und die Balkonkabine. Die Luxussuite und die Yachtclubkabine lassen wir in dieser Bewertung außen vor, da sie unter die Kategorie Balkonkabine fallen, nur mit mehr Platz, teilweise auch getrennten Räumen, verbesserter Ausstattung und Möbeln und so weiter. Bei den Suite und der Yachtclubkabine finden Sie noch weitere Unterkategorien und Upgrades, die wir in einem separaten Beitrag behandeln werden. Unsere 3 Typen, die wir in diesem Clip besprechen, sind die Innen-, Außen- und Balkonkabine. Innenkabinen befinden sich im Inneren eines Kreuzfahrtschiffes und haben keine Fenster. Außenkabinen, oft auch als Mehrblickkabinen bezeichnet, sind in Größe und Ausstattung fast identisch, haben aber entweder ein Bullauge oder ein Panoramafenster. Balkonkabinen sind in der Regel etwas größer als die ersten beiden und bieten einen kleinen privaten Außenbereich. Beginnen wir also mit der Innenkabine. Der Preis ist in der Regel der wichtigste Faktor, der Passagiere dazu bringt, eine Innenkabine einer Außenkabine vorzuziehen. Die Buchung einer Innenkabine bietet jedoch noch viele weitere Vorteile. Denken Sie darüber nach, wie Sie das Geld, das Sie durch die Buchung einer Innenkabine sparen, ausgeben könnten. Sie könnten damit Ihre Getränke, Ihre Ausflüge, Ihre Reisevorbereitungen und so weiter bezahlen. Wenn wir die Wahl zwischen einer 7-tägigen Kreuzfahrt mit Balkon und einer 14-tägigen Kreuzfahrt in einer Innenkabine hätten, würden wir uns mit Sicherheit für die 14-tägige Innenkabine entscheiden. Sie sollten sich überlegen, wie viel Zeit Sie während einer Kreuzfahrt,
die mit interessanten Aktivitäten an Deck, Unterhaltung vollgepackt ist, auf ihrem Balkon verbringen möchten. Wenn ihr den Clip mögt, dann gebt uns doch einen Daumen hoch. Natürlich würden wir und auch andere Kreuzfahrtfreunde sich über weitere wertvolle Tipps zu dem Thema freuen. Nur zu, teilt mit uns eure Kommentare in dem Feld unter dem Video mit. Und wenn ihr unsere neuen Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal. Einfach auf die rote Abonnier- oder Subscribe-Schaltfläche klicken und die Glocke aktivieren. Und ihr werdet dann bei einem neuen Video automatisch informiert. Dass Menschen auf Kreuzfahrtschiffen über Bord gehen, ist sehr selten, aber es kommt vor. Laut Statistiken sind es jedes Jahr im Durchschnitt 22 Kreuzfahrtpassagiere, die über Bord gehen. Balkone können für Kinder jeden Alters ein gefährlicher Ort sein, sei es ein neugieriges Kleinkind, das auf einen Stuhl in der Nähe des Geländers klettert, oder ein leichtsinniger Teenager, der versucht, auf den Balkon nebenan zu klettern. Die Balkontüren sind in der Regel schwer und mit hohen Schlössern versehen, damit kleine Kinder nicht auf den Balkon gehen können, während die Erwachsenen schlafen oder im Bad sind. Aber das ist nicht immer eine zuverlässige Sicherheit. Größere Kinder können das Schloss immer noch erreichen oder einen Stuhl benutzen, oder was ist, wenn man vergisst, es abzuschließen? Da eine Innenkabine keine Fenster hat, ist es komplett dunkel, wenn man das Licht ausschaltet. Wir lieben es, in völliger Dunkelheit zu schlafen. Das Schlafen in einem völlig dunklen Raum ist ideal, um sicherzustellen, dass die ganze Familie genug Schlaf bekommt und am nächsten Tag frisch aufwacht. Wenn Sie ein wenig Hintergrundlicht brauchen, können Sie die Badezimmertür einen Spalt offen lassen und dort das Licht einschalten. Innenkabinen sind etwas privater als Balkonkabinen. Sie können oft die Leute auf dem Balkon nebenan sehen, und besonders wenn Sie einen zurückgesetzten Balkon wählen, kann es sein, dass jemand auf Sie herabsehen kann. Die meisten Balkone von Kreuzfahrtschiffen sind nur groß genug für 2 Stühle, so dass nicht alle Familienmitglieder gleichzeitig Platz haben. Sie möchten nicht, dass Ihre Kinder drinnen sitzen, während Sie zum Beispiel die Hafenausfahrt genießen. Innenkabinen machen Sie aktiver und lassen Sie mehr erleben. Eine Innenkabine gibt Ihnen eine Art zusätzlichen Anreiz, aufzustehen und an Deck zu gehen, um das volle Erlebnis an Deck zu genießen. Man könnte also sagen, dass man in einer Innenkabine mehr von der Kreuzfahrt sieht. Lassen Sie uns nun über den zweiten Kabinentyp, die Außenkabinen, sprechen. Außenkabinen sind auch als Kabinen mit Mehrblick bekannt. Die Lage der Außenkabinen ist oft begrenzter als die der Innenkabinen. Viele moderne Kreuzfahrtschiffe haben Kabinen mit Mehrblick weiter unten auf dem Schiff und Balkone weiter oben. Auf fast allen Kreuzfahrtschiffen lassen sich die Fenster in den Kabinen mit Außen- oder Mehrblick nicht öffnen. Dies geschieht aus Sicherheitsgründen. Die tatsächlichen Quadratmeterzahlen von Innen- und Außenkabinen sind in der Regel identisch. In der Regel ist die Ausstattung von Innen- und Außenkabinen identisch. In der Regel finden Sie die gleichen Möbelstücke, aber sie können etwas anders angeordnet sein. Es gibt aber auch Innen- und Außenkabinen, die genau gleich sind und sich nur durch das Fenster unterscheiden. Mit einem Fenster haben Sie Tageslicht. Ein Fenster bedeutet, dass Sie sanft durch das Tageslicht geweckt werden und nicht durch das Piepen eines Weckers. In einer Innenkabine ohne Fenster haben Sie kein Gespür, wie spät es ist, ob es Tag oder Nacht ist. Für einige Kreuzfahrer könnte dies auch ein Nachteil sein, die einfach nur einen ungestörten, tiefen Schlaf in einem dunklen Raum haben wollen. Unsere Erfahrung in Außenkabinen war, dass wir in der Regel sowieso die Vorhänge geschlossen hatten, um die Kabine so dunkel wie möglich zu haben, um länger schlafen zu können. Den Blick auf den Ozean genossen wir ohnehin vom Deck aus, selten hatten wir einen Blick durch die Fenster, so dass sich das Fenster für uns, ehrlich gesagt, ohnehin nicht wirklich auszahlte. Und was ist mit dem dritten Kabinentyp, der Balkonkabine?
Lassen Sie uns auch diese Kabine etwas genauer aufleuchten und zusammenfassen, welche Eigenschaften sie mitbringt. Wann ist ein Balkon überhaupt sinnvoll? Stellen Sie sich zum Beispiel eine Kreuzfahrt durch die norwegischen Fjorde vor. Die Landschaft ist wunderschön, und Sie möchten nichts davon verpassen. Auf einer Mittelmeerkreuzfahrt laufen Sie vielleicht jeden zweiten Tag einen neuen Hafen an, wobei das Schiff erst in den frühen Morgenstunden im Hafen ankommt. In Norwegen hingegen kann Ihr Schiff an einem Tag mehrere Häfen anlaufen. Es gibt auch Kreuzfahrten, bei denen das Schiff an der Landschaft vorbeifährt, Sie aber nicht von Bord gehen. Ein Balkon kann Ihnen auch die Möglichkeit geben, Ihr Baby ins Bett zu bringen und dann mit einem Glas Wein draußen zu sitzen und die schönen Sonnenuntergänge zu beobachten. Wenn Sie sich nicht gerne eingeschlossen fühlen und Orte wie Aufzüge, Höhlen und Menschenmengen meiden, sollten Sie sich für eine Balkonkabine entscheiden. Wenn Ihr Baby nur in einem Bett oder einem Kinderbett in einem abgedunkelten Raum schläft, ist ein Balkon von großem Nutzen. Wenn Sie jeden Nachmittag 1 bis 2 Stunden in Ihrer Kabine verbringen müssen, wird ein Balkon, auf dem Sie sich beispielsweise ein Buch gönnen können, während Ihr Kind schläft, einen großen Unterschied machen. Achten Sie auf Werbeaktionen. Kreuzfahrtgesellschaften werben oft für Balkonkabinen und ermutigen die Leute, Balkonkabinen zu buchen. Viele Schiffe haben viel mehr Balkonkabinen als Innenkabinen, und Innenkabinen sind viel billiger, was bedeuten kann, dass sie zuerst ausverkauft sind. Wenn dies geschieht, hat die Kreuzfahrtgesellschaft 2 Möglichkeiten. Option A: Möglichkeiten, eine Aufstockung vorzunehmen, entweder kostenlos oder zu einem ermäßigten Tarif. Option B: Sie bieten einen Anreiz, damit sich zukünftige Bucher für einen Balkon entscheiden. Dies könnte zum Beispiel ein verbessertes Getränkepaket sein. Marketingaktionen mit Angeboten wie Gratisgetränke auf Balkonkabinen sind hier sehr typisch. Wenn Sie ohnehin vorhaben, ein Getränkepaket zu kaufen, kann dies ein gutes Angebot sein, da der Preis für eine Balkonkabine ähnlich hoch sein kann wie für eine Innenkabine plus Getränkepakete. Schauen Sie sich die Preise jedoch genau an, um sicherzugehen, dass dies ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist. In der Regel sind die Balkonkabinen größer, aber nicht sehr viel. Bei einigen Kreuzfahrtgesellschaften erhalten Sie zusätzliche Vergünstigungen, wenn Sie eine höhere Klasse buchen, zum Beispiel Tee- und Kaffeezubereitungsmöglichkeiten in Balkonkabinen, nicht aber in Innenkabinen. Wir, als eine Familie mit 3 kleinen Kindern, haben uns auf unserer letzten MSC Dubai Kreuzfahrt für die Innenkabine entschieden. Auf unserem Kanal finden Sie auch einen Kabinenrundgang, wo Sie sehen können, wie es bei uns 5 in der Innenkabine eigentlich gelaufen ist. Die Gründe, warum wir uns für die Innenkabine entschieden haben, sind die folgenden. Sicherheit war unser wichtigstes Kriterium. Keine Angst vor einem Balkon und unartigen Kindern, die sich über das Geländer lehnen. Ja, man hat zwar ein spezielles Schloss an der Balkontür, aber trotzdem möchte man diese Tür eigentlich die ganze Zeit offen haben, was mit den Kindern nicht möglich wäre. Mit den Kindern wären wir sowieso ständig auf dem Deck beschäftigt. Das Unterhaltungsangebot auf dem Schiff, vor allem für die Kinder, ist fantastisch. Wir wollten keine Zeit in der Kabine verschwenden und lieber auf das Deck gehen. Wir wollten einen angenehmen, tiefen und ungestörten Schlaf für die ganze Familie, daher hat sich ein Fenster oder ein Balkon mit Tageslicht für uns nicht ausgezahlt. Die Innenkabine war billiger, in unserem Fall insgesamt etwa 400 € weniger als eine Balkonkabine. Das Geld, das wir für die Kabine gespart haben, konnten wir für Ausflüge und Getränke verwenden. Und wenn Sie mehr von unseren Reisevideos und Kreuzfahrtberichten sehen möchten, dann besuchen Sie doch unseren Kanal. Dort finden Sie noch mehr MSC Virtuosa Videos, die Ihnen einen Einblick geben, wie es war, mit 3 Kindern auf eine Kreuzfahrt in Dubai zu gehen. Sie finden dort auch zahlreiche andere wertvolle Reiseinfos, Tipps und Empfehlungen. Daneben finden Sie auch noch weitere, interessante Reisevideos mit wertvollen Informationen. Und wenn Sie unsere neuen Videos nicht verpassen wollen, dann abonniert doch gerne den Kanal.
Einfach auf die rote Abonnier- oder Subscribe-Schaltfläche klicken und die Glocke aktivieren. Und ihr werdet dann bei einem neuen Video informiert. Natürlich freuen wir uns über Ihre Kommentare und Erfahrungen. Bitte nur lasst uns doch einen Kommentar hier in dem Feld unter dem Video. Ansonsten hoffen wir, dass das Video Ihnen einen Mehrwert liefern konnte und dass Sie hieraus etwas mitnehmen konnten. Und wenn ihr noch etwas Spezielles für eure Kreuzfahrt sucht, zum Beispiel Shirts, Taschen, Logos, Souvenire, Accessoires, etc., dann besucht doch unseren Reiseshop. Den Link gibt es hier in der Beschreibung. Gerne möchten wir Ihnen noch diese weiteren Videos empfehlen. Diese Videothemen könnten für Sie ebenfalls vom Interesse sein. Schauen Sie doch mal rein. Ansonsten, nochmals danke fürs Zuschauen und bis bald.